Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach dein Kiez. Heute entdecken wir den Reuterkiez, das sogenannte Kreuz Köln. Der befindet sich zwischen dem Cottbusser Damm, der berühmten Sonnenallee und der Wildenbruchstraße im Südosten. Den Reuterkiez gibt es seit 1850, als sich durch die Anbindung des Landwehrkanals erste Gewerbe ansiedelten. Zwischen 1871 und 1905 entstand das Altbauviertel, was den Reuterkiez bis heute zu einem der angesagtesten und einwohnerstärksten Orte Berlins macht. Was diesen Kiez auszeichnet, zeigen wir euch jetzt. Der Reuterkiez ist für mich perfekt, weil ich hier mit meiner WG und mit meinem Hund lebe und alles um mich herum habe. Ich habe das Wasser, ich habe große Parks wie die Hasenheide und ich kann einfach alles hier unternehmen. Die Menschen spielen, die gehen in Kneipen und ist viel los. Wir haben sehr viele Menschen aus allen Herrgottsländern und wir haben hier eine gute Zeit miteinander. Mein Lieblingsort ist das Maybachufer, da kann man sehr schön sitzen, wenn die Sonne scheint, macht sehr viel Spaß, mit Freunden ein Bierchen auf jeden Fall. Hier ist jede Menge los im Reuterkiez und deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir wahre Expertinnen an der Seite haben. Denn bei den Stadtführungen von Querstadt ein geht es nicht um das klassische Sightseeing mit Brandenburger Tor, Bundestag und Co. Nein, hier war der ursprüngliche Gedanke, dass ehemals Obdachlose ihre Perspektive auf Berliner Stadtviertel vermitteln, was das Ganze sehr persönlich macht. Inzwischen sind auch Menschen mit Fluchtgeschichte die Guides und genau in solchen treffen wir jetzt, nämlich Abu Hanna, gemeinsam mit Geschäftsführerin Selina Byfield. Hallo Selina, hallo Abu Hanna, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo. Hallo. Selina, seit wann gibt es denn euren Verein und was war der Grundgedanke dahinter, dass ihr euch mit Führungen durch Berlin auf besondere Art und Weise beschäftigt? Also die Idee ist entstanden 2012 und seit 2013 gibt es das Ganze tatsächlich als gemeinnützigen Verein. Und die Idee dahinter war, dass Berlin ja nicht nur die Hauptstadt dieses Landes ist, sondern tatsächlich, wenn man so will, auch die Hauptstadt der Obdachlosigkeit. Und die beiden Gründerinnen haben sich damals gefragt, wann haben wir aber eigentlich Gelegenheit, mit obdachlosen Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen. Die allermeisten trauen sich wahrscheinlich nicht und haben bestimmt auch Berührungsängste. Das heißt, sie haben sich überlegt, wie kann man Begegnungsräume schaffen, die so sicher sind, dass so viel Vertrauen da ist, dass man miteinander sich über das Thema Obdachlosigkeit aus erster Hand austauschen kann. Wann kam dann die Idee dazu, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eine Fluchtgeschichte haben und deren Perspektiven einzubinden? Ja, diese Idee ist 2015 erwachsen aus der aktuellen Situation heraus, dass ziemlich viele Menschen damals vor allen Dingen aus Syrien ja nach Deutschland geflüchtet sind. Und 2016 haben sich die damaligen Mitarbeiterinnen von Querstadt ein überlegt, es wäre doch großartig, dieses Konzept so weiterzuentwickeln, dass wir auch dieses Thema integrieren können, weil es zu dem Zeitpunkt natürlich auch eine ganz besondere gesellschaftliche Relevanz hatte. Gerade Stichwort Syrien, wir sind gerade im 9. Jahr des Krieges, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Abu Hanna, seit wann bist du denn hier im Kiez unterwegs und was macht denn diesen Reuterkiez für dich besonders? Ich bin hier ungefähr seit 5 Jahren und es gibt ja viel Unterschied, viele neue Sachen habe ich gelernt hier und so. Ich komme aus Latakia am Mittelmeer. Ja. Am Meer ist eine nicht so große Stadt, nicht wie Berlin natürlich, nicht wie Aleppo oder Damaskus. Ja, es gibt viel Unterschied. Berlin ist größer und hier ist Hauptstadt, aber es gibt viel Sachen. Wirklich, Berlin ist wie Latakia zum Beispiel. Es gibt verschiedene Religionen, gibt es verschiedene Kultur und Traditionen und Bräuche und so. Was ist besonders für mich hier? Zum Beispiel, das ist erste Unterkunft für mich hier sofort in Refugio oder so, ja. Und in diesem Bezirk. Okay, dann würde ich sagen, Selina, Abu Hanna, ihr kennt den Kiez, ihr macht die Touren. Wollen wir einen kleinen Spaziergang zusammen machen? Hier in der Lenaustraße pausieren wir unsere Tour kurz und was auf den ersten Blick wie ein normales Wohnhaus mit kleinem Café aussieht, ist seit 2015 ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die sich auf der Suche nach einer neuen Heimat und dem Weg in ein neues Leben befinden. Im Refugio Berlin hat Querstadt ein seinen Sitz und auf 6 Etagen kommen Alt- und Neu-Berliner zusammen, um gemeinschaftlich an einem kreativen Hausprojekt zu arbeiten. Mehr darüber erfahren wir jetzt von Tabea.
Tabea, danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke, bitte. Refugio, Sharehouse, viele Leute, die zusammenwohnen. Was ist das hier? Also das Refugio Berlin ist ein Wohnprojekt, wo wir mit Geflüchteten und deutschen Menschen zusammenleben, hier in Neukölln. Wir sind 35 Menschen aus 9 verschiedenen Nationen, deutsch und geflüchtet gemischt. Wie finanziert ihr euch denn? Also die Berliner Stadtmission, die ist der Head vom Refugio. Also die sind diejenigen, denen das Haus gehört und die das Projekt unterstützen, auch finanziell. Aber wir streben dahin, unabhängig von denen zu werden und uns eigen zu finanzieren. Die Räume, die wir unten haben, die nutzen wir halt, um Geld zu erwirtschaften, um dieses Haus zu halten, um das Projekt weiterzumachen, um die Community zu behalten, um das alles zu machen, was wir hier machen. Das heißt, ihr habt einen Café unten, das sieht man ja, wenn man reinkommt. Genau. Und was für Events sind das dann so, die sonst noch stattfinden? Unterschiedlich, von Podiumsdiskussionen, politischen Events bis hin zu Konzerten, bis hin zu Theateraufführungen, bis hin zu, also eigentlich alles, schon sehr politisch teilweise, Kultur, also ziemlich große Bandbreite. Wie lange wohnen denn eure Mitbewohner hier im Schnitt? Wir hatten mal eine Regel, dass die Leute hier nur so 18 Monate leben sollten. Die Leute fangen ja teilweise mit 0 an, dann machen sie eine Sprachschule, dann machen sie vielleicht eine Ausbildung und dann fangen sie an zu arbeiten. Und dann haben sie Flügel, haben vielleicht auch keine Lust mehr und dann suchen sie sich eine eigene Wohnung und dann sind sie ready zu gehen. Also demnach ist es so ein bisschen, 18 Monate sind ganz schön short, wenn du von 0 anfängst in Deutschland. Und wie ist diese Verankerung hier im Reuter-Kiez? Also wie wird das angenommen und was bedeutet dieser Kiez denn für euch? Dieses Projekt ist hier mitten im Kiez, mitten unter den Menschen. Keiner weiß es teilweise und das ist halt das Geile, weil die Leute einfach hier reinkommen, Kaffee trinken, Leute kennenlernen und dann supporten sie noch ein Flüchtlingsprojekt. Und es ist halt so unterschwellige Integration, sage ich mal. Es ist nicht so deklariert als, das ist eine Flüchtlingsunterkunft, hallo, hallo, sondern wir sind einfach da und keiner kriegt es mit und das ist das Coole, glaube ich. Bedeutet das, ihr seid hier ein offenes Haus? Also ich kann von die Straße runterwandern und sagen, oh ja, jetzt ein Stück Kuchen, Kaffee, reinkommen und bei euren Events dann mitmachen? Oder muss ich mich eintragen und engagieren, um Teil davon zu sein? Also das ist der spannende Zwischengrad in diesem Haus, weil die Community, die ist natürlich geschlossen, in Anführungsstrichen. Wir sind privat oder das ist halt der geschlossene Part, aber das Café macht das Haus offen. Das heißt, Leute können einfach reinkommen und einen Kaffee trinken und sind halt da, aber weiter geht es dann halt auch erstmal nicht. Und je nachdem, was für Events hier gehostet werden, von Friedrich-Ebert-Stiftung oder wen auch immer, haben die Leute immer die Möglichkeit, hier vorbeizukommen und am Event teilzunehmen. Tabea, vielen, vielen Dank für das Zeitnehmen. Richtig cooles Projekt, was ihr auf die Beine gestellt habt. Für uns geht es jetzt wieder runter, schnell zu Selina und Abu-Hanna, denn da habe ich noch einige Fragen. Selina, ich weiß nicht, wie es dir geht als Berlinerin. Manchmal wird man ja ein bisschen betriebsblind für seine eigene Stadt. Was findest du denn an Berlin so liebenswert? Also für mich ist Berlin erstmal vor allen Dingen zu Hause. Ansonsten ist es natürlich aber, finde ich, vor allem die Freiheit, sich einen Ort zu suchen, den man gerne mag. Und man kann all den Orten, die man nicht so gerne mag, super gut ausweichen, weil dafür ist Berlin groß genug, vielfältig genug. Und das finde ich an Berlin eigentlich am schönsten. Wie seid ihr euch denn eigentlich begegnet? Also wie bist du denn zu Querstadt eingekommen? Ich wohne hier im Refugio und ich habe oft in Refugio-Café als ehrenamtlich gearbeitet. Seit 3 Jahren oder so habe ich Selina und anderen auch kennengelernt und ich will gerne mit ihnen arbeiten und etwas zurückgeben für Berlin oder so. Ja. Ja. Gerade was Obdachlosigkeit oder Flüchtlingsgeschichte angeht, gibt es sicherlich einige Vorbehalte, die Leute haben. Was passiert denn da auf beiden Seiten? Uns ist es ein Anliegen, Empathie zu fördern. Dass man nicht über Menschen aus der Ferne urteilt, weil man was im Fernsehen gesehen hat oder weil man sich sonst wie ein Bild macht, sondern dass man Empathie empfinden kann. Und das kann man nur, wenn man in direkten Kontakt geht, wenn man den Menschen begegnet und in so einen direkten Austausch. Und wir stellen immer wieder fest, dass genau das ziemlich gut funktioniert. Abu-Hanna, beschreib doch mal, wie so eine Führung bei dir funktioniert. Wie läuft das ab? Was sind deine Stationen? Ich habe verschiedene Stationen und ich zum Beispiel am Kanal, in der Nähe vom Kanal und im Refugio Café und ich zeige Refugio und ich erkläre ein paar Sachen über mein Leben hier oder so. Ja. Und im Hermannplatz auch, Sonnenallee, Karl-Marx-Straße und ich mag das und im Kontakt mit Leuten, mit anderen und ich erzähle über mein Leben hier in diesem Bezirk oder so oder im Refugio oder in Deutschland. Diese Leute auch, vielleicht sie kennen uns oder so als Flüchtling oder so, nur von Nachricht oder so. Erstmal Gratulation, dass ihr so ein Projekt so lange auf die Beine stellt und dann zusätzlich eben auch noch diesen Flüchtlingsaspekt mit reingenommen habt. Ganz viel Erfolg für die Zukunft natürlich und danke fürs Zeitnehmen und für diesen Einblick.
In dem Bioladen hinter mir kann man einen sehr besonderen Wein kaufen, der von einem hier ansässigen Unternehmen produziert wird. Die Kolonne 0 stellt hochwertige, alkoholfreie Weine her und die kann man sich auch mal während der Arbeitszeit gönnen. Hi, Robert. So, Herzlich willkommen. Danke. Hallo Philipp. Hallo Robert. Du bist einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von Kolonne 0. Wie kamt ihr denn auf diese Idee, Wein ohne Alkohol zu machen? Das ist ja schon etwas Besonderes, oder? Es ging ein bisschen darum, dass wir uns gewundert haben, warum es kein Pendant zum alkoholfreien Bier gibt. Also eine hochqualitative Alternative zu einem alkoholhaltigen Getränk, was man üblicherweise zum Feierabend oder als Apero oder als Essensbegleiter trinkt. Berlin ist ja so eine Stadt, hier kann man so ziemlich alles sein, was man möchte. Wenn man aber jetzt gerade zum Thema Feiern, Alkohol und alkoholische Getränke kommt, sind die Berliner da offen oder sind sie da sehr skeptisch und sagen, nee, für mich muss ein Wein immer Alkohol haben? Ich war selber super überrascht, wie offen die Leute sind. Und zwar eigentlich quer durch die Bank. Aber natürlich ist Berlin prinzipiell immer ein guter Ort für neue Ideen und natürlich geht das auch in diese ganze Lifestyle und bewusste Ernährung und Gesundheitsgeschichte so ein bisschen mit rein und deswegen, ja. Du hast ja schon über Bier ohne Alkohol gesprochen, es gibt ja auch Gin ohne Alkohol und der kommt sehr, sehr gut an. Wie ist denn das jetzt mit Wein, den ihr entalkoholisiert? Steigt ja der Absatz, ist der reißend oder ist man da eher verhalten und wo bekomme ich denn eure Weine ohne Alkohol? Es ist so, dass, glaube ich, alkoholfreier Wein ein schlechtes Image hatte, weil alles, was man bisher da kannte, war so ziemlich süße Plörre, die irgendwie komisch geschmeckt hat. Und dagegen mussten wir erstmal ankämpfen, müssen wir manchmal immer noch, aber es funktioniert sehr gut. Uns gibt es im Onlineshop auf kolonne0.com, kann man das bekommen und ansonsten in zahlreichen Fachhändlern, also Weinhandlungen oder hier in Berlin im KaDeWe zum Beispiel oder in den Getränke-Hoffmann-Filialen. Was würdest du mir denn aus eurem Sortiment empfehlen? Was habt ihr denn genau und inwiefern wird sich das noch erweitern? Was wir gerade im Portfolio haben, ist eben ein Rosé-Stillwein. Also Stillwein ist der Begriff für Weine, die nicht sprudeln. Und ein Rosé-Sekt und einen Riesling, Stillwein und Riesling-Sekt. Und das haben wir deswegen gemacht. Riesling ist ja so die typische deutsche Königssorte, wenn man so sagen will. Deswegen hat sich das angeboten und da haben wir tolle Partner gefunden. Und das ist das Sortiment jetzt. Aber in 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, mal schauen, wann genau kommt der erste Rotwein tatsächlich. Genau. Baut ihr denn dann selber in irgendeiner Form Weinreben an oder arbeitet ihr ausschließlich mit Winzern, befreundeten, vertrauenswürdigen Partnern zusammen? Also wie kommt ihr an euren Rohstoff Wein? Wir bauen selber keinen Wein an. Ich glaube, wir wollen gerne irgendwann einen eigenen Weinberg haben und ein kleines Weingut, aber das wird wahrscheinlich unseren Bedarf nicht decken. Wir haben gerade den ersten Rosé mit einem französischen Weingut aus der Provence gemacht zum Beispiel. Dann wird der Wein aus Frankreich hier angeliefert und wird hier weiterverarbeitet. Und genauso haben wir unsere Partner in der Pfalz oder im Rheingau. Also diese Vielfalt, die man durch diese Kooperation hat, die ist eigentlich sehr spannend. Du hast über das schonende Entalkoholisieren ja gesprochen. Wie funktioniert das? Wie geht ihr daran? Erklär es mir. Man hat ja den Alkohol und die restlichen Sachen, die ja in irgendwie etwas wässrigen gelöst sind, die restlichen Aromen. Und dann wird sozusagen durch Erhitzen der Alkohol von den Restbestandteilen in dem Wein getrennt und verdampft. Und das Ganze findet aber im Vakuum statt, weil dann der Siedepunkt von dem Alkohol rapide herabsinkt und dann fängt er eben schon bei 25 Grad, 28 Grad an zu verdampfen und dadurch ist es relativ schonend. Wir versuchen das eben so fein und sauber zu machen, dass es für den alkoholfreien Wein sich am besten eignet. Also quer durch Deutschland Lieferanten, teilweise auch jetzt in Europa, aber dann hier ihr ansässig in Berlin im Reuterkiez. Richtig. Warum das? Was bedeutet euch der Kiez? Wie seid ihr verbunden oder verwoben mit diesem? Also Moritz, mein Mitgründer und ich, wir haben selber zusammen in der WG fast 10 Jahre hier um die Ecke gewohnt, am Hermannplatz. Das heißt, es ist so ein bisschen unsere Hut immer schon gewesen und deswegen war es auf jeden Fall naheliegend, hier ein Büro zu haben. Und dazu kommt, dass viele Mitarbeiter auch in der Gegend wohnen und es ist ja einfach eine interessante Ecke, gerade auch wenn man irgendwie was Neues und Junges macht. Es gibt irgendwie viele Restaurants hier und ja, ist auf jeden Fall naheliegender als irgendwo anders in Berlin, für mich. Danke Philipp für das Gespräch. Ich wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg, auch bei dem Ausweiten eurer Weinsorten und dass es weiterhin so gut akzeptiert wird. Herzlichen Dank. Das war eine weitere Folge Einfach dein Kiez, dieses Mal aus dem Reuterkiez. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Für Anregungen und Kritik sind wir offen in den Kommentaren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Weitere Folgen gibt es hier und hier.